Goedemorgen. Welkom te die dat je hier bent. Te deze tijd wat we hier kan ophangen en God zijn woord aan checken. En met de andere van God zijn kingertop hebben we ons al te vrij. Niet? Hebben we niet al de werkgever geleerd dat we worden kan naar de kerk fahren, en waar heeft hij dat gegaan? Maar hoe best hij hier van de ons morgens? Niet wat zelfs wat te doen oder wat. Maar wist dat de familie wordt het verlangt dat we komen, so dan zijn we hier komen, met je slag laten, wanneer we niet komen. Maar was het beste hier van de met de eeuwige van God zijn kingertop. Ik geloof, we zijn hier, wilt ons nu God darstellen dat. En wanneer we ons nu God darstellen, dat kan we ook thuis nu God gaan. En nu bij dat ik zei, ja, goed, mij dat maar zo. Ik merk dat dollar, wanneer ik in mijn leven aan dollar in de drie tijd ben zijn, dat ik dat goed maken doe, wanneer ik naar de kerk voeren doe, dan voel ik me erfrischt. En daar, als het is van, hielt zich vielleicht einfach über Messes van Gebot wordt. Nee? Ik meine, dat God zijn woord dat komt, en er wordt gezongen, en er zijn anderen, wat er mutig zijn, wanneer einer niet is. En dan beeld valt aan zich erfrischt en valt aan zich gestärkt. So, je hebt mij dat maar het smol. En ze hebt mij dat van daar ook. En so, dat is een ursache wat we hier top zijn, om aan God denken en ons een ander opbouwen. Han God gezongen en fijne aanleiding gehoord van Jezus ver ons aan en naar Jezus kijken. En van daar is ik mijn aanloten deed. En deze schriftsteden, zo wie dat staat, wat we willen van Han, wonderken. Wer wordt hier zaten in hartje? En wat fehlt je dat? En wat hungert je? Wat wil ik je kan zijn? Maar ik ben op zo'n gedanken gekomen. En ik geloof dat God heeft wat voor ons krijgt van de ons mars. We willen eerst eenmaal in Psalm 139 een paar vers lezen. En dan kijken we een beetje aan een thema aan. En dat viert ons ook dan aan. Psalm 139 vers 1 zegt es dit. Im Psalm van David te zingen. O Herr, du hast mich angesagt en kennst mich. Du weißt, wann ich zat en wann ich abstoe. Du weißt von weit auf, wat ich denk. So, Gott weet dat, wanneer we ons doel zaten bij hem dash, of op dem sofa. En hij weet ook wanneer we opstaan. Hij weet sogar wat we denken. En of ik op een ram zie, of leg, du best om mij en best met al mijn wegen bekend. Eer ik een woord op de tong heb, weet u, o Herr, al krijgt wat het is. So God weet dat, wat ik nu van de worden nu maar ook spazieren, weet hij al. Sommige mensen nemen het zo en zo weit, dat God controleert alles wat we zijn. Dat is niet zo. Hij zegt bloß, God weet dat al ver wie wat gezegd hebben, wat we worden zijn. Du bist van alle zijden rond mij en hältst deine hand over mij. Zo'n erkenntnis is te wondervol voor mij. En dat is te hoog. Ik kan het niet begrijpen. Wo kan ik heengaan, deinen geest los te worden? Wohin vluchten, uit deine Gegenwart te komen? Kijk mal, God zijn Gegenwart met ons, dat is een troost, oder dat geeft een angst, een van beides. So, wat is God zijn Gegenwart te die? Fällt ze die onheimlich, wanneer je zegt wordt dat God weet alles wat je denken is? En God weet alles wat je reden is, al verder dat je reed hast? En God weet kracht wanneer je opstehst en wanneer die doorleidend is. Alles, van binnen tot buiten. Weet God alles? Als ons dat een troost, er geeft ons dat een angst. So hier zegt hij, dat is te wondervol voor mij, dat te weten. Ik kan het niet begrijpen. En dan zegt hij, du hältst deine hand over mij. Maar dan zegt hij, so wanneer ik nu in den toestand ben, dat ik wel, ik heb ons een aanloten, dat ik wil maar gleich een voeten komen van God. Ik gleich dat niet, dat God alles van mij weet. Het is een ding, wat ik wil leven, want God niet wil weten. Wo kan ik dan aankomen? Wanneer ik zal in Himmel varen, du bist door. Wanneer ik mijn bad dodenrijk opmerk, du bist ook door. Wanneer ik dat morgenrood als vlechten neem,
in einem weitsten Meerflug, sogar durch, wo deine Hand mich leiden, in deine rechte Hand mich holen. So, ich kann noch nicht so weit aufkommen, von wie ich von deren Krieg sehe, dass Gott da nicht wird sein. Sogar wenn ich würde sterben, danach kann ich nicht von Gott fortkommen, weil Gott erst du auch. Wenn ich sagen würde, dass Diestere soll mich bedecken und das Licht rum mich soll nachsehnen, dann wird sogar das Diestere bei dir nicht Diester sein. Die Nacht wird so schienen, als der Tag wird für die als das Diestere so als Licht. Habe du mal gedacht, für Gott, wenn es so was Diester wird und die Nacht Diester wird, für Gott ist das krachtes Licht. So bei Gott ist kein Diester und kein Licht, so ist wie Diester ein Licht halten. Und Gott checkt ganz anders. Er checkt am Hort an. Und er kann am Hort krach sein. Gott hat eine andere Sorte Diesternis, ist was wie Diester halt. Und wenn wir im Geist sind, dann weit wir von was reden, das ist eine Sorte Diesternis, was in so Gott, die Diesternis kann Gott sein, aber die Diesternis, wenn es danach ist, das ist bei Gott ganz schlecht. So Gott ist mit uns, Gott ist ganz rum uns. Und so, er ist alle wehen. Und er kennt alles, er weiß alles, allem verrät. Und dort haben wir uns auch verloren, dort haben wir uns mit trösten, dass Gott alles weiß. Und so, wenn Gott alles weiß, und wir können sogar mit dem Tod nicht von am wegkommen, und wir wollen nicht, das vertraue ich, dass wir sind nicht von dem, was wir wollen von Gott wegkommen, dann denken wir unwahrscheinlich, dass Gott nur bei uns ist. Aber wir haben was für uns, wo wir Gott nochmal ganz am anderen Weg wollen kennenlernen. Und das ist, wenn wir am Himmel denken. Und dann denken, was ist der Himmel? Was haben wir für uns, wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir mit Gott im Frieden sein, ganz gut am Kern. Und so dann denke ich am Himmel. Und mir hat von deren, in den paar Minuten, was wir haben in Kleinbass hier, von dort auch zu reden, vom Himmel, in unsere Vorstellung davon, was glaube ich vom Himmel, und wo kann wir da hinkommen. Bevor wir durcheinander checken, weil wir ein Bett beten. Ich danke dir für das Smart, ich danke dir, dass du mit uns bist. Dass du alles weißt von uns, alles von den Kindheitsjahren an, und von bevor wir geboren werden, wisst du, kennst du uns, auch für die Welt gemerkt hast, lehrt dein Wort uns, dass du uns auch kennst, und du hast uns dann auch gewählt, dass wir sollen zur Erkenntnis kommen in die, wenn wir uns das wählen würden. Und so, du nimmst eine Freude an, du hast uns gegleicht von Daniel und hast Daniel geplant, dass der Sinnenfall wird kommen und dass du wirst einen Weg merken, wo wir können Tränen die kommen und wir werden ewig bei dir sein. Und so ich bete, dass dein Wort wird ein Sehen sein zu uns und uns trösten von der an und lehren. Beten wir in Jesus' Namen. Amen. So, wenn du am Himmel denken darfst, oder ich und du, wir haben wahrscheinlich alle vielmal an den Himmel gedacht, und auch von klein an. Ich würde mir neugierig sein, zu wissen, was denkst du dann, wenn du am Himmel denken darfst? Ich habe seit ein kleiner Junge immer gedacht an einen Engel, dass wir eindenken, was ich glaube ich an die Stunde denken. Ich weiß nicht, was so, aber da würden ja Engeltjes sein, nicht? Würden von da Engel sein. Eine gesagt, was wir dort glauben, dass willst, die Geschichte von Jakob, ist einmal dort auf den Stein schlupen deed, dann hat er das Traum, da weißt du die Geschichte, ja, von der Lara, die auf dem Stein stand, ganz bei dem Himmel regen deed, dann hat er an seinen Traum, das wird man ein Traum, aber hat er an seinen Traum, da wie eine Lara ganz beim Himmel, dann kam der Engel rauf und ab, so ging der da an und trägt. Die Geschichte kennt ihr, ja, und so, dann weißt wir dort, wie ein Engel, und dann seht ihr nach, der Boven bei der Lara, da wie Gott. Und so Gott wieder und er checkt drauf und dann redet er noch zu Jakob. Ja, so, das ist von der ersten Mal, was die Bibel so klar vom Himmel reden hat. Und so, ja, da sind ja dann Engel, nicht so. Was ist am Himmel oder was trifft uns an? Kijk mal, ich und du, wenn wir am Himmel denken, waar ik nu groot van reden, van de engel en zo wieder staat. Of we reden van, oh, dat zijn de gasten, die worden van goud zijn, ja. En zo wat, zij schijnt alles sehr herrlich zijn. Ja, und so das ist, wir kicken im Himmel den zu ein. Das ist wirklich ein irdischer Weg von dem Himmel kicken. Oder da wollen Engel sein, da wollen goldene Gassen sein, da wollen eine Riefer sein und was immer. Wenn wir Menschen sind, dann denken wir an eine Sinne so ein Ding. Kraxis mit Diensternis und Licht. Gott checkt da anders. Er denkt an was das wird, wenn er an Diensternis und Licht denken dat.
is wanneer ik en du dan denken. En zo krijg je am Himmel, wanneer God am Himmel denkt dat, ja, hij denkt ook aan de goldene gasten en aan de engelen en zo wie dat staat, maar God zijn denken gaat nog veel wieder staat. En daar willen we een beetje nu checken, wanneer je nu Lucas kapitel 10 weer draaien, daar willen we wat lezen in vers 17 van Jezus zijn jünger. Hij had eruit geschickt en ze zullen wat arbeid doen, ze zullen gaan predigen, ze zullen de goede nodig van Jezus in recht gaan uitpredigen. En nu komen ze ganz mutig terug. En dit is de geschichte dan wieder jetzt. Vers 17 in Lukas kapitel 10 sagt es, dan komen de 70 vrouwen terug en zeiden, Herr, en die noemen zijn ons de goede zoeten ingedaan. Nu gingen dat schijn, checken mal, wie kan de jes daaruit drijven? We die ons niet fan vallen en wie dat moet klooien doen hadden. En dat is dat ging. Nu werden ze ganz mutig, komen ze terug. Ze zoeten als ons ingedaan. En werkelijk, want wie Christen zijn, dan is de ons ingedaan. Dat fehlt manchmal bloß, dass wir das wissen und dass wir das glauben. Das ist uns ingedaan durch Jesus. Nicht, weil es wer wir sind, aber weil es Jesus an uns ist. Okay, aber hier diese Geschichte wieder. Also Gott ist so tun, als uns ingedaan, Vers 18. Hey, aber Satan, ich sag den Satan, als ein Blitz vom Himmel fallen. Kijk mal, ich habe ihnen die Kraft gegeben, auf Schlangen und Skorpionen rumzuklingen und über den Feind seine Gewalt zu stoßen. Und jünt wird dort nicht schoren. Okay, so er redet von der Kraft, der Macht, was er über den Satan hat. Er sagt, ich habe sogar den Satan sein vom Himmel raufgefallen. Das, was die hier getan hat, ist so fein, aber das geht noch viel Widerstand. Vers 20. Doch jene Fried soll nicht darüber sein, dass jene Gäste ingedaan sind. Fried jene tot dass jene Nummers am Himmel geschrieben stehen. Kijk maar, hier dat de Jünger, gedaan een klein beetje ze terugsturen en zeiden, kijk maar, je vrijen jene, dat ze zo tot jene ingedaan is. Maar fried jene mal, dat je worden nog maar een dag am Himmel kan zijn, dat jene Nummers am levensboek geschreven zijn. Dat is wie jene werkelijk tevreden zijn. Veel mensen willen zich al vrijen, want ze dat antwoorden wovor Macht sie haben im Geistlichen, aber Gott kijkt viel wieder. Hey, Gott kann alles sein, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Er kann den Himmel sein, er kann die Zukunft am Himmel sein. Und so, das kart Ängste, was ich und du hier leben, das ist gleich wirklich was das geht. Wo das wirklich umgehen, das sind all die Zeit, was noch mal wird in der Ewigkeit sein. Und das will Gott nur checken, das. Und das will Jesus sagen, sei ja gut, was ihr Hand könnt tun, das kommt durch meinen Namen. Aber denkt mal an, hat je eine Freude an, dass je noch mal wollen bei mir im Himmel sein, dass je Namen am Lebensbuch geschrieben ist. Und Offenbarung redet von einem Baum des Lebens, ein Baum, was da Leben gibt. Wenn wir einmal durchdrehen, ganz kort, Offenbarung Kapitel 2, Vers 7. Daar is een van de kerken en wat er weer een van de brieven, daar zegt hij zelfs, want we kijken wat hij zegt van Baum des Lebens. Wer Ohren heeft, dem laat hören, wat de Geest der Gemeinden sagt. Den Gewanner, wo ich dem Lebensbaum zu eten geben, der mitten in Gott sein Paradies steht. Den Gewanner. So was sind Gewanner? Gott sagt, den Gewanner, wo ich auf Englisch sagt ein Overcomer, auf Hochdeutsch gläubig sagt ein Überwinder, der wird er gewandt, den wo ich zu eten geben von dem Lebensbaum. Check mal, Adam und Eva sagen am Garten Eden wieder, wie alles erscheint, nur ihr noch. Alles erscheint, sie werden uitdenken, das scheinste, beste, was wir uns können, schein gehen lassen, das wir tun. Und lang, okay, so da wir das Baum, nicht? Und so einfach, wir erst wurden nicht zufrieden. Hier sagt Gott, da wird er gewarnt worden, da wo ich persönlich von dem Baum, vom Lebensbaum, fruchtlos plagen, ich wollte das geben. Und so, wenn Jesus sagt, ja, Gott, dass ihr Hand könnte, yes, retrieben, denkt er, aber fragt an, dass ihr Namen am Lebensbuch geschrieben ist, er wisst das, was wird sein. Wo scheint Antwort wird gehen, wenn er und ich wird am Himmel Frucht plagen vom Lebensbaum und den zu eten geben. Das ist bloß noch mal ganz das Wort, als das Schönste, was wir uns feststellen. Da haben wir einmal noch
dat 21. Kapitel in Offenbarung en lesen de eerste 7 vers, daar zegt het dit. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe eerd, wils de eerste hemel en de eerste eerd verschwongen. En daar is ook geen meer meer. Zie, dat zijn alles dingen wat ons interesseren. Nou, wat im Himmel mehr zijn, wat im Himmel nicht mehr zijn, zijn de Galsen werkelijk van Gold? Wie groot is de stad? Dan zag ik Johannes, de heilige stad, dat nieuw Jeruzalem van God uit dem Himmel raufkommen, is eine uitgestroomde bruid, reit für ihren Mann. Kijk mal, so ist mit Isaac, wenn der Bruid sich ein bisschen so uitstroomt, dat is ganz gut, weil sie symbolisiert wat. Sie symbolisiert die Kirche von dem Himmel nankommt. Und so reit für ihren Mann. Dat is, wat Johannes dacht, is hij den Himmel zag. Kijk mal, het was wat irdische. En ik hier een luide stem vom Himmel zijn. Kijk mal, nu is God zijn woning manche mensen. En hij wordt met aan top wonen, en zij worden zijn volk zijn, en God zelfs wordt met aan zijn, en God zijn. Zodat je het van dingen wat we verstaan kan. Okay, dat is niet meer, het redt van een bruid, het redt van zo'n dingen, het redt van een stad. Dat zijn dingen wat we verstaan kan. Maar dan gaat hij door voorbij en zegt hij, kijk maar, ik wil met hen zijn. Ik wil mang hen zijn. En dat is weer, als man naar de hand komt, dat het redt weg van dingen wat met een körper te doen heeft. En het redt een ding wat God beter verstaan kan als wie. En dan zegt hij, en God zelfs wordt met aan zijn, en God zijn. En God wordt aan alle tronen van de eeuwen waschen. Daar wordt geen dood, oder treuer, oder hielen, oder weiddag, meer zijn. Wils wat verher weer als verschwungen. Kijk maar, die dingen wat er irdisch zijn, die worden er niet zijn. Überhaupt niet. Dat wordt niet zijn dat, we worden in een moment zijn, het evacuum. Die worden überhaupt niet zijn. Die dingen wat die hier thuis zaten, worden im Himmel gleich zijn. Die dingen wat die hier thuis zaten, die worden überhaupt niet zijn. Wat wordt in de stad zijn, wat God wordt er zijn. Wat zegt hij wordt niet zijn, de tronen, wat hij van de eeuwen waschen. Wat geen dood zijn, wat niet treurig zijn. En geen heel, geen roeren, geen weideel. Niet zo wat er staat. Niet weideel met hem hart, ook niet weideel met hem körper. Dat wordt alle, dat zegt het als verschwungen. Dat is weg. Dan zei hij, die op den troon zat, kijk mal, ik maak alles nie. En hij zei te mij, schrijf, wils deze wereld zijn waarhaftig en op te verloten. Dit kan ik die ons ganz verloten. En hij zei te mij, dat is geworden, ik zie dat A en dat O, de ontvang en dat eind. Wer door darstig is, dem waar ik rechtlich en umsonst van het water uit de levenskwal te drinken geven. Kijk maar, de Bijbel redt zoveel van levend water. En wie kan nu al van het levend water schmaken? Want wie naar Jezus gaan en nam er nu vrij, dan kan we al van dat aan ons hart schmaken. Wat je van die vrijheid kan we al gaan. Maar een dag, wanneer we dat aannemen, een dag im Himmel, dan wordt het nog maar ganz op een andere oort den Darsch gesteld worden, dat het ganz tevreden is. Wer am Kampf bestanden blijft, wordt dat alle oren en ik word zijn God zijn en hij wordt mijn zegen zijn. Kijk maar, hier, ja, dat war bij de goldene gassen voorbij. Ik red eigenlijk van de goldene gassen. Dat is niet alles, het is goed, de Bibel redt daarvan. Ik wil dus aan wie zullen voorbij kijken, naar God kijken. Kijk maar, wat zegt God? Wat wordt dat tussen ons en God zijn? God zegt, ik word de voerder zijn en hij wordt mijn zegen zijn. Ik word hem, u zegt het, ik word hem vrucht te eten geven. Ik word hem water te drinken geven, dat in geen moment wordt darsten. Wer zijn dit? Dit zijn die wat Jevan. De Jevaner wordt dit passeren. Dus dit kan eigenlijk ons tussen zeggen, wie kan ons daarop verloten, dat zo wordt het zijn. 22 kapitel bis even hupsen, naar dat laatste kapitel, vers 12. Daar zegt het nog, ze staat dat ook. Kijk maar, ik kom bald en heb mijn loon met, en iedereen door te geven wat zijn werken gewaast zijn. Ik zie dat A en dat O, dat ontvang en dat eind, de eerste en de laatste. Met Jezus vangt er aan, dus we een aanleiding al hielden. Met Jezus vangt er aan, met hem hield het op. Dat handelt zich alles door hem. Selig zijn die door doen wat hij bevolen heeft, dat zij een recht zum Lebensbaum hebben
en durch die Püten en die Stadt nangehen kennen. Kijk mal so, dit korte Leben, wat ik nu hier haben, waarom geht dat wirklich? Dat geht wirklich om dat ik en du ons worden, dat Reich nemen en die Püten aan te gaan. En die durch die deur te gaan. Dat is voor ik en du leven. Dat we dat worden klar krijgen, dat we worden durch die deur gaan. En so, hast du dat al gedaan? En wat kan we dat doen? Kijk maar, want we willen aan dat bij den levensboom gaan eten. Want we willen van het leven je water drinken. Dat kan we aan dit leven al ontvangen. En eerst am Anfang reden we van dat God alles weten dat. En hij weet ook mij, dat is niet plus junt wat hij van alles weet dat. Hij weet van mij ook alles. En zo, dat wanneer we in wasse tijden kijken dat, dan merkt hij dat zo onmakkelijk. En zo, God weet van alles. Maar we brauchen niet bij dat allemaal gebleven. We kunnen in vrede zijn met God. En wat gaan we dat? Wat gaan we ons dat zeggen zijn? Wat gaan we dat weten dat we worden en deze poort nog maar aangaan kunnen? Wat we dat niet kunnen, dan dat wird we niet wel. Dat is te schrikkelijk. Van deze ziet, wat we ons ook kunnen verstellen. En so in 1. Johannes 4, Vers 12 sagt dat, krijg we dat kennen, waar we in 1. Johannes 4, Vers 12 bladeren. Wat dat brücken dat redt alleween van leven. Okay, so 1. Johannes 4, Vers 12 sagt es dit. Wer Gott seinen Sehen haft Leben. Und wer den Sehen nicht haft auch nicht Leben. Kijk mal, dat so einfach ist das erst. Wenn ich und du Jesus, wenn er von Gott sein Sehen redet dann von Jesus. So, wenn ich und du Gott sein Sehen haben, dann habe ich Leben. Wenn wir Gott sein Sehen nicht haben, dann habe ich nicht Leben. So, das ist, warum sich das wirklich geändert und ja nicht der zu gehen. So, meine Frau, unsere Frau, ist von der anderen. Habe ich Gott sein Sehen? Oder habe ich nicht Gott sein Sehen? Das ist bloß so einfach, ist das erst. Und so, dat is waarom dit kort leven zich geändert. En Gott sein Sehen, dat is aan ons leven al te ändern, nicht? En we kunnen met hem te leven. So, wo kan we dat? Wo kan we Gott sein Sehen haben? Je kan de Geschichte van Lukas 23, wie dat reden dat van des man, wat er gekreuzigt wordt met Jezus toe. Kennst du die Geschichte? Als Jezus gekreuzigt wordt, da wir in Mann, den so ein schlechter Mann war, so schlecht, dass ihm der Tod gemerkt wird, mit Reich. Und die Bibel hat uns die Geschichte gegeben, Gott hat uns die dort hier vertalt, dort hier abgeschrieben, dass eigentlich das werden kann, krank sein, wer das schafft. Und Lukas 23, Vers 40, da sagt das, beschriftet, dass wir hier ein Mensch, der so dumm wir, so schlecht wir, dass er muss hier bei ihr umgebracht worden, dass er so ein schlechter Mensch wir, aber der durch die Pür durchkommt. Na, wo würde ich vielleicht sagen, na, wo geht dort? Wo kann ein Mensch, der so schlecht ist, wo kann der am Himmel ankommen? Sind Jäfte das nicht? Das, wie würden das denken, wie man so Schmack sein? Well, wir wollen noch, aber hier sagt er, das ist das ganz einfach. Aber der andere beschwicht am und sagt, das ist der alle am Kreuz hängt mit Jesus an der Mad. Fürchst du nicht einmal Gott? Willst du best unter dieselbe Verdammnis? Sagt, das Mann kriegt, was er verdammt wird mit Jesus tut. Und wir kriegen mit Recht den Lohn, den wir verdient haben. Aber das Mann hat nichts eingeschickt, das getan. So er hängt am Kreuz, wie er halb tot, würde es kann sein. Und er wusste das. Ich sage mit Reich an, das ist reich, dass er mich getötet mehr. Das ist ich bloß so schlecht. Und dann sagt er von dir, er kann nicht wiesen, nicht, aber er sagt über das. Dann meint Herr Jesus, der hat nichts anderes getan. Der hat nicht mal was eingeschickt. Das ist nicht bloß, dass er nicht hat anderes getan, er hat nicht mal was eingeschickt getan. Dann sagt er zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du in den Rechnen kommst. Und so damit nahm er den Sehen an. Ich rede von, wer den Sehen hat, der hat Leben. Und wer nicht den Sehen hat, der hat nicht Leben.
So das Mann, was dort gemerkt wird, der hat nicht Leben. Nicht geistliches Leben in sein physisches Leben, wie es war. Er hat nicht Leben. Aber er nimmt den Sehen an. Hör ich mal, ich will noch einmal lesen, was er sieht. Herr, denk an mich, wenn du in den Recht kommst. So, er wusste, dass dieser, der meint Jesus, der hat nichts eingeschickt getan, der ist reich, der ist heilig, damit dass Jesus Gott ist. Und dass der mit Arach an den Kreuz anhängt hat. Und dass er mit reich hat. Dass er hat es verdient. Dann sagt er noch, wenn die an die rechnen, ich habe es mal gedacht, an wem wer sterben wird, wer der meist tot wird, wirst du den zu dem gehen sein, na denk an mich, wenn die stehen. Guck mal, wenn wir fiese stehen, das menschlich denken, dann merkt keinen Sinn. Dieser glaubt, dass das Mann, Jesus, der wird noch wieder leben. Das wir hier nicht in eng mit denen. Er anerkennt, wer Jesus wir. Und dann nahm er den an. Wir brauchen euch gerade diese wieder sein. Aber das ist, was dieser sieht. Denk an mich, wenn die in den Richten kommen. So, er nahm den Sehen an. Er anerkannt, dass er ein Sünder wir und dass Jesus nicht ein Sünder wir und dass Jesus Gott wir. Und er sagt, denk an mich. Und das ist eine annehmende Anstellung, würde ich sagen. Jesus annehmen, den Sehen annehmen und ans Leben nehmen. Und Jesus sagt zu ihm, was sagt Jesus? Ich sage dir die Wahrheit. Du wirst von der mit mir im Paradies sein. So meine Upne der. Ja, ich rede wie von einer Reichhand durch die Upne der zu gehen, nur den Lebensbaum. Das ist, was Jesus das hofft, dass ja mehr da hier sein wird. Von der, was du noch mit mir taub im Paradies sein. In ihr lasse ich Schriftstellen von Gott wird den Frucht losplacken und den zu eten geben. Nicht? Gott wird Leben jetzt Wutter schaffen und den zu trinken geben. Wer den Sehen hat. Ja? Das arme Mensch, ganz im letzten Zeit von dem Sohn, euer Mensch ist das wir. Die können durch die Gnade fangen und den Sehen annehmen. Und Jesus sagt zu ihm, ich war von deren, die dir aufmerken. Und dann musst du dort hingehen. Und dann wollen diese Dinge anfangen zu passieren. Die goldene Gast nicht alle. Aber du wirst mein Sehen sein, ich werde dein Vater sein. Und wir wollen ganz taub sein. Und so, das ist, so kort van je red. Ik wil hier nog een paar andere vers met je te lezen. In 1. Korinther 15. Und wir wollen nicht alle lesen, es steht, dass wir hier Schluss machen. So wir wollen das Wasser vers nehmen. Lese ich dort thuis wel ich mal even. 1. Korinther 15, das ist ein langes Kapitel. Sehr schöne Dinge haft ihr dabei. Mal Vers 45 nehmen, da sagt er, so als das geschrieben steht, der erste Mensch Adam wird eine lebende Säule und der letzte Adam wird Geist, der lebendig merkt. So das dreht von Adam und von Jesus. Jesus wird manchmal der letzte oder der zweite Adam genannt in der Bibel. Der erste Adam im Garten Eden, das wir ein Mensch, das erkennt die. Wart er ist er sich versinnt nicht, aber Jesus kam Leben zu geben. Vers 40 sagt, aber der geistliche Körper wir nicht, der erste. Erst wir der fleischliche und dann der geistliche. Erst muss wir fleischlich sein, dann gehen wir geistlichen nennen. Vers 51 lesen wir durch. Horcht einmal her, ich sage Ihnen ein Geheimnis. Wir waren nicht alle gestorben. Wir waren über alle verändert worden. Hier redet der Brüder. So, today wird den Sehen haben angenommen. Redet es steht. Nicht ja, wir alle einfach tun, wir können alle in ein Haus fahren, uns zu Gott beten, wir können Jesus annehmen. Das ist gar nicht so kompliziert, das kann wir tun. Ich kann auch mit wem das tun. Aber hört mal her, ich sage Ihnen ein Geheimnis. Wir waren nicht alle gestorben, wir waren über alle verändert worden. Dort wird plötzlich kommen, in einem Augenblick, wenn der letzte Trompet blosen wird, der Trompet wird geblost worden und die Todes waren abgestoßen, unverweslich, und wir waren verändert worden. Dort ist so, das wird verwesen kann, mit dort antreiben, was nicht verwesen kann. Und das, was sterben kann, mit dort antreiben, was nicht sterben kann. So, das Körper, was wir haben, der kann sterben, aber der, was nicht sterben kann. Aber wenn das, was verjährt, dort übertragen wird, was nicht verjährt, dann wird, und wenn das,
was stirft, dort übertragen wird, was nicht stirft, dann wird dort wirklich so sein, als dort geschrieben steht, der Sieg hat den Tod abgeschluckt. Du kannst ein Bild merken, der Sieg kommt da und der schluckt den Tod ab, nicht? Kein Tod mehr wird er sein. Dann wollen wir sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wird das weh von Sterben? Wird das schlimm davon? Nicht. Der Tod sein Stachel ist der Sinn. Und der Sinn ist wachgewaschen von Jesus. Und der Sinn ihrer Kraft ist an dort gesagt. Aber Gott soll gedankt werden, der uns durch unseren Herrn Jesus Christus den Sieg gibt. Deswegen, meine lieben Brüder und Schwestern, steht fast. Lasst ihn nicht umschmieden. Nehmt immer zu in jene Arbeit für den Herrn. Denkt daran, dass jene Arbeit für unseren Herrn nicht vergebens ist. Willst du checken, wie das vorbei, was hier von der und ist. Von der Ding, was von der und sind, da lassen wir los. Dann werden wir mal checken, und was wir für uns haben mit Gott tun. Gott ihn segnen. Wir sind entlohnt.